Hey, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja geil. Ja, guck mal, das ist das Auto von Dings. Ich wusste es. Das ist ja geil hier. Den kennen wir. Und damit sind wir beim Stellplatz angekommen. Einer Werkstatt, die wir aber irgendwie wieder zum Overlander-Spot gemacht haben. Und den da kennen wir ja schon alle. Müssen wir mal fragen, wo wir parken dürfen, sodass wir hier einen guten Platz haben und nicht so im Weg stehen. Das ist voll lustig. Das ist das Auto von Freundinnen von uns, die wir aber in echt noch gar nicht kennen, sondern nur über Instagram, weil die halt das gleiche Auto wie wir haben und eine ähnliche Route. Die sind jetzt aber von Kathmandu halt nach Südostasien geflogen und haben ihr Auto hier stehen lassen und jetzt sind wir hier. Also wenn man andere Leute treffen will, dann muss man anscheinend hierher kommen. So, wir sind jetzt in Kathmandu bei einer Werkstatt, aber das hat sich so ein bisschen zu einem Overlander-Treff entwickelt, weil zum einen Leute wie da hinten ihre Vans hier stehen lassen und dann halt woanders hinreisen. Andere, so wie wir, parken den aber nur, um dann Kathmandu erkunden zu können und das ist ganz cool. Also die nehmen irgendwie $4 die Nacht und dafür hat man da aber Waschräume, also Dusche, Klo und trifft halt all mögliche andere Leute. Man kann sich hier wieder gut austauschen und hat halt einen Platz. Das ist in so Städten ja immer ein bisschen nervig, dass man immer nicht weiß, wo man parken soll und vielleicht wird eingebrochen oder es ist einfach chaotisch mit den Straßen und so. Und hier kann man den Van jetzt einfach entspannt stehen lassen, die Stadt erkunden und danach weiterfahren. Guten Morgen aus Kathmandu. Ratet mal, was wir hier machen. Wir dachten ja, wir fahren jetzt fröhlich in die Stadt und machen Sightseeing. Aber nee, wir müssen uns ja jetzt um das nächste Visa kümmern und wir werden ja wahrscheinlich wieder jetzt nach Indien fahren, weil von Nepal kann man einfach nur nach Indien weiterreisen. Und das ist wieder ganz schön aufwendig. Da gibt es wieder so eine Agentur, wo man dann insgesamt 3-mal hin muss. Einmal um seine Bewerbung quasi abzugeben, dann das nächste Mal nochmal um seinen Pass abzugeben und irgendwie so ein Interview oder keine Ahnung. Und dann irgendwann nochmal um den Pass wieder abzuholen mit dem Visa. Also statt jetzt hier Sightseeing in Kathmandu zu machen oder irgendwie Nepal zu entdecken, sind wir jetzt wieder dabei, jetzt ganze Zeit das Visa zu beantragen. Müssen wahrscheinlich wieder 100 € dafür zahlen und so, weil eigentlich wollten wir ja in Islamabad halt so ein Visa für irgendwie 6 Monate mit doppelten, dass man 2-mal rein kann, dann wäre das alles kein Problem. Aber jetzt müssen wir das alles normal machen. Und halt alle Leute, die mit dem Flugzeug ankommen, die bekommen halt alle ein E-Visa, was halt viel einfacher ist. Aber wir müssen jetzt da ganze Zeit hin und her rennen. Okay, ist alles ganz schön stressig hier, unser Urlaub in Nepal. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dieser Agentur, wo man das Visa beantragt, aber die hat nur bis um 12 auf. Wir haben jetzt nur noch eine Stunde, um noch die ganzen Kopien zu machen und dann das dort abzugeben. Wir sind jetzt hier in so einem Taxi. Hoffentlich schaffen wir das heute, weil ja, wir wollten jetzt hier nicht so ewig bleiben. Und vor allem, ja, auf diesem Parkplatz ist halt auch ziemlich laut, ist halt direkt neben dem Flughafen und so. Vor allem wollten wir uns ja auch Kathmandu einfach angucken und dann halt wieder in die Natur. Wir wollten ja jetzt nicht wieder viel Zeit im Gewusel in einer Stadt verbringen. Aber so Sachen kann man halt, also Visa kann man halt nur in der Hauptstadt machen. Das ist halt so und besser jetzt als und dann gemacht haben, als es jetzt noch irgendwie weiter aufschieben, glaube ich. Aber drückt uns die Daumen. Also macht lieber die Panamerika, weil in Südamerika und Mittelamerika soll es mit den Visa und ja auch mit dem Zolldokument fürs Auto, das soll ja da alles, braucht man da nicht oder es ist alles viel einfacher und hier ist halt einfach ja sehr schwer überall immer hinzukommen und man muss sich immer, ja, müssen jetzt schon 3 Länder vorausdenken, welche Visa brauchen wir, wo müssen wir hin, wann müssen wir es machen und man verbringt da einfach sehr viel Zeit mit, das zu machen und sehr viel Geld. Okay, wir haben es jetzt zur Botschaft geschafft. Laura rennt gerade noch zu einer Bank und 200 € abheben in nepalesischen Rupees. Ich habe hier unsere Dokumente ausgedruckt und jetzt müssen wir hoffen, dass wir das jetzt noch schaffen. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten, bis es 12 ist und wenn wir das dann abgegeben haben, dann müssen wir irgendwie ein paar Tage warten, bis wir dann nochmal hierher kommen für so ein Interview und dann den Pass abgeben. Und auf dem Platz, wo wir jetzt halt parken, da haben wir noch Leute getroffen, die warten schon seit 10 Tagen auf ihr Interview. Also irgendwie werden wir dann unsere ganze Nepal-Zeit damit verbringen, unser Indien-Visum zu beantragen. Oh je. Da hätte uns die blöde Botschaft in Islamabad mal ruhig 6 Monate mit 2 Eingängen geben können. Dann hätten wir das jetzt alles nicht machen müssen, hätten 200 € gespart. Tja, das war wohl nichts. Wir müssen morgen nochmal wiederkommen. Wir hatten bei der permanenten Adresse, haben wir jetzt unsere einfach deutsche Adresse angegeben, aber das sollte die nepalesische sein, wo wir jetzt
unseren festen Sitz in Nepal haben, was wir nicht haben. Das ist ja immer so das Ding, aber ja, da müssen wir da einfach irgendwas hinschreiben oder diesen Campingplatz, wo wir jetzt sind. Aber da müssen wir natürlich nochmal alles neu ausfüllen und neu ausdrucken und dann nochmal wiederkommen. Tja. Okay, wir wollen uns dann nicht zu sehr den Tag verderben mit dem ganzen blöden Visa-Gedöns. Wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen Sightseeing gemütlich, aber erstmal versuchen wir nochmal Geld abzuheben. Das hat nämlich eben auch nicht geklappt. Mal gucken. Da haben wir wieder ganz viel Asche. Ja, die werden dann über das Visa loswerden. Oh, es nervt so, ne? Wir haben uns jetzt den Stadtteil Lalitpur ausgesucht, um ein bisschen Sightseeing zu machen. Das soll so ein bisschen nepalesisch sein. Nee, nicht nepalesisch, tibetisch. Da vorne ist so ein Tempel. Fangen wir da mal an. Diese Gebetsfahnen kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Es sind halt immer diese 5 Farben in einer Reihe und dann ganz viele. Also es ist halt immer blau, das steht so für den Raum, die Leere, den Himmel, weiß für die Luft, rot für das Feuer, grün für das Wasser und gelb für die Erdelemente. Und das sind halt Gebetsfahnen, also wenn man die aufhängt, dann macht man wohl noch ein Gebet und dann lässt man die so lange hängen, bis der Wind halt diese Fahnen ganz zerfleddert hat. Und damit wird dann das Gebet dann irgendwie mitgenommen, weggetragen. Irgendwie so. Also deshalb sieht man, die da hinten sind schon so ein bisschen zerfledderter. Und das sind dann hier so Gebetsmühlen, die sind auch immer an so Tempeln mit so Mantren aufgedruckt. Und dann läuft man hier, ich weiß nicht mehr genau in welche Richtung, ich glaube in die Richtung. Und dann dreht man die dabei. Hier könnten auch noch über so Kerzen sein. Und das hat dann alles was mit der tibetischen Spiritualität, Erleuchtung und sowas alles zu tun. Ich bin jetzt kein tibetischer Buddhist, deswegen weiß ich das nicht so ganz genau, aber ich habe das schon mal gesehen. Und die werden eigentlich ganz simpel, das habe ich auch schon mal gesehen, als ich vor 10 Jahren ja schon mal hier in Indien war. Da war ich da oben im Norden, wo der Dalai Lama wohnt. Die werden halt so per Hand mit so einer, was ist das denn, mit so einer Platte, wie so Kartoffeldruck. Einfach eine Buchpresse. Eine Buchpresse? Ah. Laura sagt eine Buchpresse. Wird das hier so bedruckt? Ja, so wie hat man das früher gemacht, als es keinen... Das waren die ersten Pressen. Ah, okay. Und wir laufen hier ein bisschen falsch rum. Es kommen ganz Zeit so 2 Männer entgegen, die so rumlaufen. Und Ja, wir weil laufen du so so rum. nicht laufen willst. Ich habe das ja gesagt. Aber hier sieht man jetzt immer die Buddha-Figuren. Ah, ja. auch. Und das ist ja auch voll spannend, dass Buddha so verschiedene Erscheinungsformen oder so viele verschiedene Arten gibt, ihn darzustellen. Naja. Also ja, voll spannend. Wir wollten auch erst noch in Indien, da gibt es ja angeblich den Geburtsort von Buddha, wobei die Leute in Nepal sagen, der ist in Nepal geboren. Da wollten wir erst noch hinfahren, aber es wäre wieder 100 oder 200 Kilometer Umweg und da haben wir dann gesagt, boah, nee. Ja, wir kein Bock dachten mehr. auch, hier gibt es genug Buddhismus. Ja, hier. Aber es ist ja voll spannend, ne, dass in Europa es mal diesen Trend gab, sich diese Fahnen so aufzuhängen und auch so eine Ja. Buddha-Statue in den Garten oder irgendwo hinzustellen, obwohl man eigentlich nichts mit dem Buddhismus zu tun hat. Nee. Das ist ja genauso wie wenn Leute halt ein Kreuz als Deko tragen. Schon irgendwie so ein bisschen, finde ich jetzt nicht so Bombe, muss ich sagen. Oh, ich hab Bombe gesagt. Oh, ja, nicht Bombe sagen. Finde ich jetzt nicht so toll. Weil wir sind ja nicht mehr in Pakistan oder so. Na, ich meine wegen YouTube-Zensur. Ach so. Wir sind jetzt ziemlich nah an Tibet dran. Dadurch haben wir überlegt, ob man da nicht sogar auch mal hinfahren kann. Und es gibt so organisierte Touren, dass man auch mit seinem Van durch China, also Tibet, dann in die Stan-Länder fahren kann, was halt viel, viel zu teuer ist für uns. Und jetzt ist uns auch nochmal aufgefallen, dass China ja quasi Tibet einfach eingenommen hat. Und dass es dann natürlich auch so ein bisschen komisch ist, wenn man jetzt mit einer chinesischen Touri-Agentur nach Tibet fährt. Die ja unterdrücken. Jetzt haben wir uns in so ein kleines Restaurant gesetzt, weil wir haben Hunger. Aber es ist auch so richtig cool. Es ist so richtig urig und voll eng Ja. und wir essen nur Locals und I love it. Jetzt haben wir irgendwas mit Kartoffeln bekommen und gleich noch Momos, die chinesische Dumplings halt. Das ist ganz schön scharf, ich habe schon wieder Schluck auf. So. Jetzt haben wir uns perfekt gestärkt, haben genau das gefunden, was wir wollten und es war echt so süß, denen dabei zuzugucken, wie sie das so
vor uns gemacht haben und die waren mega nett und lustig irgendwie. Es war echt jetzt schön. Jetzt sind wir ganz schön voll, aber müssen all diese Energie jetzt eigentlich nutzen, um hier weiter zu erkunden. Jetzt wollten wir uns gerade hier so einen lokalen Markt und so angucken und irgendwie so alte Tempel. Und dann kommt so ein Security und sagt Ticket, Ticket. Und wir so, hä? Weil man läuft halt einfach hier so lang auf einer Straße und so. Und die Locals, also hier sind ja auch keine, es ist nicht abgesperrt oder so. Nee, gar nichts. Also es ist halt kein Sound rum und kein Schild. Sondern hier steht halt so ein Büro, aber wenn man von da hinten kommt, sieht man das halt null. Naja, und ausländische Touris müssen jetzt 1000 Rupees zahlen. Das sind so, weiß ich nicht, 7 Euro oder so. Und die Locals können alle einfach so hier lang gehen. Das ist halt jetzt irgendwie wieder viel Geld für was. Wenn es ein Euro wäre, oder ich meine, das war ja in Indien schon so, dass man 15-fachen Preis zahlt als Ausländer. Und jetzt hier auch wieder so ein Quatsch. Oh je. Voll cool, aber 1000 Rupees. Wir wollen auch gar nicht jetzt so mosern, dass man für Touri-Sachen immer was zahlen muss. Aber wir haben nun mal jetzt die letzten Stunden oder heute Morgen rumgerechnet, was wir noch alles an Visumskosten haben. Und das geht halt voll ins Geld. Und da muss man halt jetzt dreimal überlegen, ob man irgendwie 14 Euro für uns zusammen bezahlt, um da kurz rumzuschlendern. Weil es war jetzt auch nicht, dass es ein Museum war, wo super viele Infos sind oder so, oder du noch einen Audioguide dabei hast. Dann wäre es ja alles irgendwie kein Ding. Aber so ist einfach nur so, das ist gerade einfach nicht so drin, oder wir müssen ein bisschen überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben und wofür halt nicht. So, wir sind zurück auf unserem lustigen Campingplatz. Also es ist ja eigentlich der Hinterhof von einer Werkstatt, aber die Leute und wir ja auch benutzen das hier so als Campingplatz und hängen hier so ab und keine Ahnung. Aber es hat sich auch so einen richtig lustigen deutschen Campingplatz entwickelt. Also die anderen trinken jetzt schon alle Gin Tonic und sitzen da zusammen und so. Wir müssen halt unser Visumkram jetzt nochmal machen. Ja, wir haben mussten das jetzt auch alles nochmal ausfüllen, weil man kann jetzt nichts ändern. Deswegen haben wir es jetzt nochmal alles neu ausgefüllt, hoffentlich richtig. Ja, und haben jetzt hier erstmal noch einen riesen Papaya-Shake. Die musste nämlich weg. Danke, Mariano. Geil. Jetzt brauche ich einen Strohhalm. Ich will auch was davon. Ach so, okay. Willst du das jetzt daraus trinken? Scherz. Okay, Prost. Ist auch lustig, man trifft überall auf der Welt anscheinend hauptsächlich Menschen aus Deutschland, Frankreich und dann öfter auch nochmal Belgien, Niederlande und Schweiz. So, das sind so die Nationen, die anscheinend irgendwie viel und weit reisen. Die sich das leisten können und wo die Bevölkerung einfach viel, es gibt einfach viele Deutsche. Ja. Zentraleuropa, die kommen ja alle her. Und so schnell sind wir wieder im Getümmel der Stadt auf dem Weg zur indischen Botschaft. Diesmal mit eigenem Auto, weil wir danach die Stadt wieder verlassen wollen für ein bisschen Natur. Und ja, es läuft ganz gut, aber es ist auf jeden Fall einfach viel Verkehr. Auch wenn das ganz schön voll ist. Und ja, es ist ganz schön viel los, sehr viel Gewusel, geht es eigentlich. Also man kommt jetzt nicht schnell voran. Aber die fahren halt alle recht diszipliniert und keiner hupt wild und fährt völlig bescheuert und so. Deswegen ist es jetzt hier gar nicht so schlimm. Also es dauert einfach, aber ja, man ist danach nicht so völlig K.O., wenn man hier ein bisschen Auto fährt. Okay, super, wir haben es geschafft. Wir mussten noch so ein paar Dinge nachträglich eintragen, so die letzten Länder, in denen wir waren und so, wollten die noch wissen und sowas. Aber es ging handschriftlich und das war voll gut. Also wir mussten das Formular nicht nochmal online ausfüllen, um es dann nochmal auszudrucken, sondern wir konnten es einfach so reinkritzeln, das war ganz gut. Und jetzt, wenn man halt nicht kurz vor 12, bevor die zumachen, da hinkommt, jetzt waren die auch ein bisschen entspannter, haben sich Zeit genommen und so weiter, war alles kein Problem. Hatten noch ein paar Nachfragen, weil die Sache ist ja die, wir sind ja aus Pakistan gekommen und wollen dann ja durch Indien auch wieder nach Pakistan und Indien, Pakistan, das halt so ein bisschen, aber das haben sie da glaube ich jetzt erklärt, dass wir halt auch mit dem Auto fahren und aus Deutschland kommen, so, da gibt es halt keinen anderen Weg und dann passt das, glaube ich. Naja. Das dauert jetzt allerdings 2 Wochen und diese 2 Wochen haben wir jetzt halt, um so durch Nepal zu fahren, weil dann müssen wir halt wieder hin und also aber eigentlich, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, das Doofe ist nur, weil man braucht so ewig, um hier vorwärts zu kommen, weil die Straßen so schlecht sind. Wenn wir jetzt ganz nach Westen fahren, dann müssen wir wieder komplett zurück nach Kathmandu, um dann wieder Richtung Westen zu fahren, zu der Grenze und so. Also man muss irgendwie, wir müssen glaube ich ziemlich viel hin und her fahren, was halt ewig dauert. Ich meine, wir haben ja vorgestern, oder wann das war, für 70 Kilometer haben wir den ganzen Tag gebraucht. Ja, aber wir machen es ein bisschen, wir gehen es langsam an.
Alles werden wir wahrscheinlich eh nicht sehen, weil wir auch einfach nicht, also wir sind auch nicht fit genug, um da in die höchsten Berge zu kommen. Ich wollte auf den Mount Everest. Hast du ein paar tausend Euro? Nee. Also ja, mal sehen. Wir freuen uns jetzt und sind jetzt aber auch froh, dass wir die Stadt wieder verlassen können. Ja, Müssen wir nur fahren überlegen, wo wir hin? jetzt hinfahren. Ja, nach Mist. Osten. Okay. Da lang. Aus unserem eigentlichen Plan, Nepal mit dem eigenen Van zu bereisen, wurde leider nichts. Warum, erklären wir euch in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen erstmal. Namaste.